Hallo und herzlich willkommen. Hinter mir ist der Torrent de Paré, die zweitgrößte Schlucht im Mittelmeerraum. Und wir testen heute mal, ob die Wanderung durch diese Schlucht wirklich so gefährlich und schwierig ist, wie es überall im Internet steht. Wenn ihr Lust habt, kommt mit. Ganz idyllisch ist der erste Eindruck mal nicht, aber gut, ist halt ein Touristen-Hotspot hier. So, Nachschild, die Daten. 6040 Meter, 6 Stunden Gehzeit, 640 Höhenmeter. Also die ersten Meter lassen zumindest schon mal erahnen, wie beeindruckend das ist. Wir wissen allerdings nicht, ob die Schlucht begehbar ist. Vor 2 Wochen war noch zu viel Wasser in der Schlucht. Und wir hoffen einfach, dass wir nicht so viel Wasser haben, dass wir umkehren müssen. Das wäre nämlich die Option. So, das erste Stück ist noch gut begehbar und so als Spazierweg für alle, die hierher kommen, gut machbar. Zivilisationseindrücke. Nach nur wenigen Metern sind wir wirklich schon fast allein und der Eindruck ist gigantisch. Anja macht noch ein Abschiedsfoto von Axel, der uns heute begleiten wird. Erster Anstieg. Also der erste Einstieg, der zeigt gleich mal, was man kann. Hallo, es ist mal gar nicht so ohne gewesen. Die Eindrücke phänomenal. Also was wir hier sehr schnell festgestellt haben ist, selbst wenn es trocken ist und die Steine nicht feucht sind, die sind sehr, sehr glatt geschliffen durchs Wasser natürlich und die Witterung und haben alle so einen leichten Dreckschleier oben drüber. Also muss hier wirklich sehr aufpassen. So, die ersten großen Steine haben wir hinter uns und jetzt ein kurzes Stück hier. Also wenn hier ein bisschen mehr Wasser steht, dann ist das natürlich die erste Stelle, wo es nicht weitergeht, ohne Neopren. Ich gehe da auch so dicker durch, nicht? Das ist, glaube ich, die Stelle, die heißt dicker macht dich dünn. Ja, super. Sehr passend. Zwischen den anstrengenden Klettereien gibt es immer mal so kurze Kiesabschnitte zum Verschnaufen, aber Wahnsinn.
sieht's aus. Ja, nicht ganz ohne. Jetzt haben wir uns, glaube ich, erstmal eine kleine Pause, eine Stärkung verdient. Sind hier auf der Flucht vor Steinmadern. Also man denkt ja, das sind scheue Tiere, aber ja, die sind hier nicht so scheu. Ja, ist das schon wieder aufdringlich. Ja, der lässt sich hier nicht abschrecken von uns. Ich will mich jetzt nicht mit Steinmadern auseinandersetzen. Ich habe gehört, die haben ziemlich spitze Zähne. Hier kann man auch schön erkennen, wie hoch das Wasser hier normalerweise steht. Ja, das sind schon 2 Meter. Hier schaut es aus, als ob alles versperrt ist, aber hier gibt es einen Aufstieg. Hier gibt es an manchen Stellen rote Striche, allerdings sind es auch keine Pfeile. Irgendwie kann man die nur schwer interpretieren. Ja, wenn man schon Markierungen macht, dann wäre es natürlich gut, man würde auch verstehen, was man damit meint, aber okay. Also, man hat hier unten auch wenig Gefühl, wie weit man denn überhaupt schon ist, aber wir haben jetzt 2 Stunden und wir schätzen, dass wir noch mal mindestens 3,5 brauchen, aber es ist so abwechslungsreich und unglaublich schön. Okay, baden, baden. Oh, okay. Diese Steine, die so rechts aussehen, sind Arschplatten. So. Eine kleine Abkühlung. Gefällig, ja, die Julia. Also Nachteil einer langen Hose ist, es kann viel nass werden unten. Und ja, je kürzer das Höschen, desto Nasser, lassen wir das Bein. Thema. Das Bein, genau. das Bein, der Fuß. Ja, ob das immer so ist, wissen wir natürlich auch nicht, aber haben wir, glaube ich, noch Glück gehabt heute. Oh, ja, das schaut ja. Aha, ich vertrete In dem Spalt. Ich glaube eher rechts. Wir haben hier gerade ein paar Boulder im Weg, ein paar richtig große, und wissen nicht, wie wir da jetzt drüber kommen. Wird erkundet. Muss ich halt wirklich selber überlegen. Und man sieht ja auch nicht, wie es danach ist. Wenn man dann oben steht, ob man da überhaupt runterkommt. Das ist mal wieder so eine Stelle, wo man schlichtweg einfach gar nicht erahnen kann, wo es sinnvoll hochgeht, ohne dass man sich es genauer anschaut. Sowas ist dann natürlich auch ein bisschen zeitraubend. Aber da ist nichts ausgeschildert, keine Markierungen. Ich geh mal gucken. Und wir sind doch
Yeah. Jetzt haben wir die Boulder überwunden oder unterwunden und jetzt liegen hier noch größere Brocken vor uns. Echte Knobelaufgabe hier. Axel, wie schaut links aus? Nee. Die Berggämse. Man glaubt es kaum, aber es wird alles noch mächtiger, noch steiler, noch größer. Wahnsinn, Wahnsinn. Also jetzt ist wirklich schon, ich kann sagen, grenzwertig. Also als Wanderung kann man das nicht mehr bezeichnen, definitiv nicht. Das ist jetzt eher schon Wander-Kletter-Kombination. Aber einfach atemberaubend schön auch. Aber wie man sieht, eine harte Nummer. Und wie schaut es hier aus? Ja. Gut? Ja, gut, höre ich gern. Alles easy, oder? Ja. Wirklich weit sind wir nicht gekommen. Wir stehen schon wieder hier und fragen uns gerade, ob wir uns komplett verstiegen haben, weil es wird wirklich immer noch anspruchsvoller. Ah, da ist ein Haltegriff. Also wir sind auf dem richtigen Weg, das ist ja schon mal beruhigend. Das mag jetzt im Video so ausschauen, als ob ich ständig nur diese Klettersuchstellen gefilmt hätte. Das ist, der ganze Weg ist so, da gibt es nichts mehr zwischendrin. Ein Hindernis, das nächste Hindernis. Schaut sexy aus. Ja, super. Ja. Also die letzten 10 Minuten Filmmaterial haben sich hier auf einer Distanz von circa keine 100 Meter gespielt. Wegfindungsgeschick, das kriegt hier eine ganz neue Bedeutung. Also wer gern Explorer spielt, der wird sich hier in dieser Schlucht echt unglaublich wohlfühlen. So, wir haben uns entschieden, doch oben drüber. Macht Spaß? Ja. Ah, hier sind ja sogar Ösen für Seile. Wenn man die Tour im Abstieg macht, auf jeden Fall mit Seilen. Hier sieht man auch die Markierung, aber wie gesagt, von unten gibt es die natürlich nicht. Trotzdem an dieser Stelle einen herzlichen Gruß und vor allem Danke an unseren Wanderguide Christian von Mallorca, der uns gesagt hat, besser ist es von unten nach oben. Und das ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung, lieber bergauf im Canyon, als diese Stellen jetzt im Abstieg zu haben. Nicht nur ein Profi-Tipp, das ist ein Überlebenstipp. Wir sind jetzt gerade im Überlegen. Das schaut aus wie die Hölle da drüben. Oder hier ein Stückchen Gras hoch. Wir sind jetzt am Punkt, wo sich die Schlucht teilt, beziehungsweise wo die zwei Schluchten zusammengeführt werden. Ab hier beginnt dann eigentlich der Torrent de Paré erst.
Jetzt erstmal eine Pause hier, solange noch Sonne da ist. Immerhin schon 16:30 Uhr. Bin eigentlich überrascht, dass wir überhaupt noch Sonne hier unten abkriegen. Aber was für ein Blick. Das Essen ist glatt. Das war eine Ensaimada. Jetzt ist es ein Pfannkuchen. Okay, wir sind jetzt hier am Einstiegspunkt, wenn man von oben nach unten geht. Für uns der Ausstiegspunkt jetzt logischerweise. Torrent de Paré 3 Stunden. Wir haben jetzt circa 4 gebraucht bis zum Strand, inklusive Pausen. Und so schaut es nach unten aus. Und jetzt geht es circa noch 1,5 Stunden hier im Zickzack nach oben an den Ausgangspunkt. Der Aufstiegsweg ist wirklich schön angelegt, aber geht auch knackig nach oben. Ziemlich große Tritte, also hohe Stufen. Das ist aber im Aufstieg immer noch angenehmer als im Abstieg. Von daher auch hier der Weg vom Strand nach oben ist meines Erachtens nach die wesentlich bessere Entscheidung. Wir haben jetzt gerade circa 5 Stunden und noch etwa eine Stunde Aufstieg jetzt. Hier nochmal im Einschnitt der Schlucht, echt beeindruckend. Hier im geschlossenen Restaurant Escora ist dann das Ende der Tour. Ich hatte eingangs gesagt, wir testen, ob die Tour wirklich so schwierig und so gefährlich ist, wie sie im Internet beschrieben ist. Es ist wirklich sehr anspruchsvoll, das heißt schon schwierig. Gefährlich hängt einfach vom persönlichen Level ab, was man gehen kann und was man klettern kann vor allem. Aber auch unglaublich schön. Von daher Top-Empfehlung. Alles Hallo, ha? Habt ihr gut gemacht.